Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, April 1943. Einsatzraum Konstantinowka. Es sind wieder ein paar Tage vergangen, ohne dass wirklich etwas passiert. Der von der Führung geplante Aufklärungseinsatz gegen die vermeintlichen Partisanen wurde nicht durchgeführt. Die Kräfte wurden anderweitig gebraucht. Es geht weder vorwärts noch rückwärts und ich bin mir nicht sicher, was hier passieren soll. Tatsächlich werden die Russen immer aktiver und mehr werden die Bereiche in unserer Nähe durch kurze Vorstöße geprüft. Es scheint, als suche der Russe eine weiche Stelle. Trotzdem sind es nur örtlich begrenzte kleine Gefechte, die in der Regel den Russen mehr Blut kosten als uns. Der Kompaniechef lässt antreten und es werden einige Neuigkeiten bekannt gegeben. Auch, dass immer wieder erfahrenes Personal in die Heimat geschickt wird, um dort neu geschult zu werden, also auf neuen Panzertypen. Auch wird erklärt, dass wir unsere Verteidigungsstellung verstärken sollen, damit der Russe weiter anrennt und hier verblutet. Also werden weitere Panzerabwehrgeschütze in die Abwehrstellung eingebaut und dazu kommen noch die Wechselstellung für unsere Panzer, die wir selbst vorbereiten sollen. Na, dann ist endlich mal wieder was zu tun. Trotz des Schlamms sind alle guten Mutes, dass es wieder an den Feind geht. Die Züge werden neu gemischt und die Verteilung der Stellung schreitet voran. Wir kümmern uns mit den Pionieren an den Vorposten um gut erreichbare Vertiefungen, die eine Panzerwanne vom Panzer 3 und 4 aufnehmen kann. So, dass nur das Geschützrohr über den Erdwall zeigt und wenig Zielfläche für die angreifenden Russen bietet. Es gibt wieder örtliche Gefechte, aber nichts, was auf einen Großangriff hindeutet. Trotzdem werden wir alarmiert und verlegen in den Süden in eine der ausgebauten Stellungen. Hier haben wir einen kleinen Frontbogen, der aufgrund seiner Höhe einen guten Blick auf das Gelände vor uns ermöglicht. Wir werden in die Stellung dirigiert und warten ab, was kommt. Unser Kommandant bespricht sich mit einem Leutnant der Panzerabwehr und wir bekommen die Feuersektoren zugewiesen. Starke Kräfte wurden nicht weit von hier gemeldet und wir sind gespannt, was da kommen kann. Der neue Funker hat sich gut eingeführt. Der Hans ist auch gerade erst 19 und schaut einen immer mit großen Augen an, wenn man was Neues erzählt. Der Abend bleibt ruhig und immer 2 Mann bleiben am Fahrzeug. Die anderen können sich in einer nahen Scheune etwas aufs Ohr legen. Nachts sind wieder alle Lichter aus, denn die Nähmaschinen sind wieder vor Ort und suchen nach Zielen, um ein paar Grüße loszuwerden. Ich bekomme ein paar Stunden Schlaf und hoffe, dass wir am nächsten Tag dann auch mal den Russen vors Rohr bekommen. Um 5 Uhr gibt es Alarm und feindliche Flieger greifen an. Wir haben hier keine massierte Flakabwehr, aber die 2 Zentimeter, die mit in unserer Stellung steht, macht ordentlich Rabatz und so können die roten Flieger nicht genau werfen. Auch die MGs steigen mit ein und nach ein paar schlechten Bombenwürfen und Bordwaffenbeschuss ist der Spuk vorbei. In der Regel kommen dann kurz danach die Artillerieeinschläge und dann normalerweise die Panzer. Und da geht der Tanz auch schon los. Ich renne zum Panzer und werfe mich drunter. Es scheint, als ob die Welt um mich herum untergeht. Einschlag auf Einschlag lässt Erdbrocken umherfliegen und Splitter durch die Luft sausen. 1 Stunde hämmert es um uns herum in den Boden und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch eine zusammenhängende Abwehrfront haben. Der Panzer wird ordentlich durchgeschüttelt und langsam wandert die Feuerwalze weiter nach hinten. Ich habe keine Splitter abbekommen, aber ich kann nichts mehr hören. Irgendwas ist da passiert. Nur dumpfe Töne nehme ich wahr. Verdammt und zugenäht, das ist nicht gut. Die restliche Besatzung ist nun auch am Panzer, alle wohlauf und wir klettern auf unsere Plätze. Ich klemme mich an die Optik und schwenke langsam den Turm hin und her. Hören kann ich noch immer nichts. Auch die Kopfhörer helfen nicht. Ich drehe mich zum Oberfähnrich um und schreie los, dass ich nichts mehr hören kann. Er gibt mir Zeichen, dass er mit der Hand auf der Schulter, rechts oder links, den Zielsektor vorgibt. Den Rest muss ich dann alleine entscheiden. Weitere 10 Minuten vergehen
und dann beginnt die Pack zu feuern. Was die wohl gesehen haben. Ich strenge mich an und suche nach Zielen. Linke Hand, ich drehe den Turm in die Richtung und schon sehe ich einen Panzerturm in einer Senke stehen. Gute 1500 Meter, da warte ich noch ab. Dann noch ein zweiter und nun schieben die sich vorwärts. Ich höre nur dumpfe Abschüsse an meinem rechten Ohr. Wieder leichtes Artilleriefeuer und die Sicht wird schlechter. Rechte Hand, ich drehe den Turm, Panzerentfernung 1000. Es klopft zweimal auf die Schulter, ich habe gezielt, ich schieße. Zu hoch. Kurzes Nachrichten, Ladeschütze hat geladen, Verschluss ist zu, ich richte an, Treffer. Der Feindpanzer steht. Nun kriegen wir auch Beschuss und nicht zu knapp. Die Packgeschütze sind gut getarnt, aber wir sind wohl durch die Höhe ganz gut zu sehen. Granaten fliegen in unsere Richtung, treffen aber nicht. Linke Hand. Ich drehe und bekomme einen BA ins Visier, der in schneller Fahrt vorstößt. Ich visiere an, mit etwas Vorhalte geht die Granate aus dem Rohr. Kein Treffer. Der Radpanzer hat noch einen Schwenk gemacht. Sauhund. Ich will es erneut versuchen und sehe in der Optik, wie ein glühender Stachel durch das Fahrzeug fliegt und es zerreißt. Die Pack hat getroffen. Nicht schlecht geschossen, der Bursche. Jetzt sieht man auch die Infanterie vorstürmen. Maschinengewehrfeuer und sporadisches Mörserfeuer überschüttet die Stellung. Wir schießen noch auf 2 Feindpanzer, aber scheinbar haben die Glück und können in einer Deckung verschwinden. Jetzt macht die Russeninfanterie ernst und kommt immer näher heran. Wir bekommen auch ordentlich Feuer, aber bis jetzt nur kleine Kaliber. Doch dann knallt es lauter und wir haben Panzerbüchsenschützen im Vorfeld. Für mich immer nur dumpfe Schläge, die ich kaum höre. Wieder rechte Hand, ich schwenke und dann kann ich doch 2 Russen hinter einer PTRS erkennen. Entfernung stimmt, Schuss und weg sind die Brüder. Ich drehe noch ein Stück weiter und sehe die Russen umkehren. Scheinbar haben die jetzt genug. Ich schicke noch 2 Granaten hinterher und dann lassen wir den Rest ziehen. Das Feuer ebbt ab und der Angriff ist abgeschlagen. Ich beobachte die letzten Russen und sehe, wie auch die aus dem Sichtfeld verschwinden. Meine Ohren piepen, aber richtig hören kann ich noch immer nicht. Wir klettern aus dem Panzer und ich versuche zu verstehen, was der Oberfähnrich sagt. Kann ihn immer noch nicht richtig verstehen, aber scheinbar lobt er die Besatzung. Wir schauen uns um und wollen sehen, ob irgendwo noch was zu helfen ist. Hat ganz schön was umgepflügt hier. Die Russen-Ari macht hier auch keine Anstalten, mit der Munition zu sparen. Solch ein Trommelfeuer können die stundenlang durchhalten und ich denke, man hat da nur Glück, dass man es irgendwie überlebt. Da braust ein Kübel heran und ein Hauptmann gibt dem Oberfähnrich Kugstein scheinbar Kommandos. Er sieht nicht begeistert aus. Langsam kommt mein Gehör wieder und ich höre gedämpft doch etwas von den Befehlen. Irgendwas mit Nachschublinie und Nachstoßen höre ich heraus. Schnell wird ein 6-Rad, ein Kübel, ein SPW und unsere Rosinante zu einem Kampfverband zusammengestellt. Munition und Treibstoff haben wir genug und los geht es. Jetzt höre ich auch das Brummen des Panzermotors wieder und der Kommandant bemüht sich auch, mir zu sagen oder mir zuzuschreien, dass wir auf einen erkannten Nachschubkonvoi der Russen angesetzt sind, der laut Luftaufklärung direkt hinter der Kampftruppe stehen soll. Ich würde lieber in der Stellung bleiben, aber scheinbar will der Hauptmann sich sehr beliebt machen oder er hat Halsschmerzen. Wie auch immer, wir pflügen über das Gefechtsfeld und überrollen oftmals die toten Russen vor uns. Auch Verwundete liegen dort, aber wir können sie nicht alle umfahren. Augen zu und drüber heißt die Devise. Nach knapp 2 Kilometern kommen wir an eine Senke. Die Senke, wo vorhin die Russenpanzer verschwunden sind. Wir fahren runter und da stehen die beiden Fahrzeuge noch, scheinbar verlassen. Wir kriegen Befehle, beide zu zerstören, da wir hier im Niemandsland eine Bergung nicht machen können. Ich drehe den Turm nach hinten und in 200 Meter Entfernung schieße ich erst den linken in Brand und dann dem zweiten den Turm runter. Wenn man lange genug Zeit hat zum Zielen, kann man schon mal zwischen Turm und Wanne treffen. Der Kommandant freut sich, aber für mich sind das keine Abschüsse. Nur Feindmaterial, das vernichtet wird. Wir rollen weiter und der 6-Rad-Spähwagen kommt in schneller Fahrt von der rechten Seite auf uns zu. Wir sollen ihm folgen und nach kurzer Zeit haben wir den gesamten Tross gefunden. Die Sicherungsposten dort werden kurzerhand von der 2 cm Kanone ausgeschaltet und ich warte auf Feuererlaubnis.
Ich kann immer mehr hören und der Kommandant gibt mir Feuerfreigabe auf alles, was sich bewegt. Granate um Granate rauscht zum Feind. LKW explodieren, Vorratswagen gehen in Flammen auf. Pferdekörper werden zerrissen und Menschen werden entweder getötet oder schwer verletzt. Die MGs halten blutige Ernte unter den roten Soldaten und es scheint keine Gegenwehr mehr zu geben. Wir ziehen weiter vor und räuchern die ganze Bande aus. Vereinzelt treffen uns Geschosse, aber nicht der Rede wert. Nach 20 Minuten ist auch das Gemetzel vorbei und wir haben hier eine ganze Kompanie Nachschubtrupp zusammengeschossen. Ich klettere aus dem Turm und nehme mein Fernglas. Auf der ganzen Fläche Qualm und Feuer, explodierende Munition und schreiende Menschen. Einige Rotarmisten kriechen vor uns weg, andere wimmern sterbend neben toten Pferdekadavern und den Resten ihrer zerrissenen Kameraden. Keine Gegenwehr mehr. Vereinzelt hört man das MG-Feuer vom Schützenpanzerwagen rechts neben uns, die einige Feuerstöße abgeben. Die gehen wohl auf Nummer sicher oder die haben Anweisungen vom Hauptmann, hier die Sache zu bereinigen. Der Sechsrad-Spähwagen fährt noch Aufklärung, aber stößt nur so weit vor, dass wir sicher sind, nicht plötzlich flankierend angegriffen zu werden oder dass der Russe uns in den Rücken fällt. Ungewöhnlich, dass die Nachschubkolonne so nah am Angriffstrupp war. Entweder falsche Informationen oder die sind sich ihrer Sache sehr sicher gewesen. Nun denn, wir haben wenig Zeit, wir drehen um und es geht wieder zurück zur Ausgangsbasis. Hier können wir nichts mehr ausrichten. Wir lassen die Russen in Ruhe. Ich denke, der Hauptmann wäre gerne noch weiter vorgestoßen, aber das reicht mir schon. Auch hier ist Wachsamkeit immer die beste Versicherung. Wir kommen zurück zur Stellung und fahren von dort aus direkt zu unserem Quartier. Hören geht schon wieder ganz gut, trotzdem gehe ich nachher nochmal zum Sanitäter. Sobald der Panzer steht, werde ich angewiesen, meine Ohren untersuchen zu lassen. Ein Sanitätsfeldwebel macht ein paar Tests mit mir und erklärt, ich solle warten, bis der Arzt kommt. Etwas später kommt der Feldarzt und untersucht meine Ohren, kann aber keinen Schaden feststellen. Ich kann ihn gedämpft hören und er erklärt mir, dass es durch den Artilleriebeschuss verursachtes Trauma wäre und ich in ein paar Tagen wieder normal hören könne. Na, dann ist ja alles gut. Später gibt es noch Sonderverpflegung. Irgendwie hat einer der Grenadiere Wild besorgt und wir haben etwas abbekommen. Also ein erfolgreicher Tag und auch das Gehör wird immer besser. Am nächsten Tag kann ich schon wieder ganz gut hören. Ich bin bei Schmidt und wir trinken einen Kaffee und rauchen. Der Spieß kommt dazu und wir sprechen über die Lage hier. Ich frage nochmal nach der Situation mit unserem Funker, aber der Spieß winkt ab. Das hat die Führung mit den Kommandanten geklärt. Ich solle mich da raushalten. Die Rosinante ist zwar mein Panzer, aber nicht mein Panzer. Ja, da hat er wohl recht. Und ich mache mir auch viel zu viele Gedanken. Hauptsache, wir haben Kameraden im Panzer, die ihr Handwerk verstehen. Alles andere ist nicht meine Verantwortung und der Oberfähnrich hat sicherlich seine Gründe. Ich muss auch sagen, so langsam verstehe ich mich mit meinem Kommandanten ganz gut. Er hat das große Ganze im Blick und ich muss mir darüber klar werden, dass ich nicht der Chef im Panzer bin. Gerade wir beide müssen funktionieren und wenn ich meine, ich weiß es besser, kann ich sicherlich meine Bedenken äußern, aber ich darf ihn nicht vor der Besatzung anpfeifen. Das ist nicht gut für ihn und nicht gut für mich. Aber ich glaube, so langsam wissen wir beide, dass wir als Kampfgemeinschaft zusammenwachsen müssen und nur einer das Kommando haben kann. Irgendwann habe ich sicherlich mein eigenes Kommando und dann muss ich mich sicherlich auch mit meinem Richtschützen arrangieren. Das Wetter wird besser und der Schlamm verschwindet langsam. Gutes Wetter und gutes Essen hebt die Laune und mal sehen, was die nächsten Wochen für uns bereithalten.